Deine Hand liegt ruhig auf dem Fell und dein Hund bleibt dicht und entspannt neben dir. Dann dreht er den Kopf langsam zur Seite, obwohl du ihn gerade liebevoll und ruhig streichelst. Dieser kleine Moment kann sich für einen Augenblick überraschend persönlich anfühlen, fast wie eine leise Zurückweisung. Doch körperliche Nähe und fortgesetzte Berührung sind für deinen Hund nicht unbedingt genau dasselbe. Vielleicht möchte er bei dir bleiben, während diese Berührung gerade weniger passend für ihn wird. Oder seine Aufmerksamkeit folgt einem Geräusch, einem Geruch oder einer Bewegung außerhalb eures Moments. Was sein Wegdrehen bedeutet, zeigt deshalb selten der Kopf allein, sondern die ganze Situation. Zuerst lohnt sich ein genauer Blick auf das, was vor dir passiert. Dein Hund liegt auf dem Sofa, dein Körper ist nah und deine Hand bewegt sich weiter. Sein Kopf dreht sich weg, doch seine Pfoten bleiben liegen und sein Körper bleibt neben dir. Für dich wirkt beides vielleicht widersprüchlich. Er bleibt, aber er wendet sich ab. Genau darin liegt eine wichtige Unterscheidung zwischen sozialer Nähe und fortgesetzter Berührung. Ein Hund kann deine Nähe suchen, ohne jede Berührung an jeder Stelle gleich lange zu mögen. Das Wegdrehen beschreibt zunächst nur eine Bewegung, noch keine vollständige Botschaft über eure Beziehung. Achte darauf, ob sein Körper weich bleibt oder ob plötzlich mehr Spannung entsteht. Bleibt sein Gewicht entspannt, liegt die Rute locker und atmet er ruhig weiter? Oder wird er stiller, zieht den Kopf tiefer und verlagert sein Gewicht von deiner Hand weg? Auch die Entfernung verändert das Bild, denn ein Kopf kann ausweichen, während der Körper bleibt. Beide Situationen sehen am Anfang ähnlich aus, entwickeln sich aber in verschiedene Richtungen. Darum ist das Wegdrehen kein zuverlässiger Beweis für Ablehnung, Vertrauen oder gewünschte Nähe. Es ist vielmehr ein Moment, in dem sich die laufende Interaktion sichtbar verändert. Manchmal hält er Abstand, ohne dass daraus eine Aussage über eure ganze Bindung entsteht. Die stille Entdeckung lautet: Nähe kann bestehen bleiben, auch wenn Berührung gerade weniger passend ist. Damit wird aus einer vermeintlichen Zurückweisung eine ruhigere Frage: Was hat sich eben verändert? Die Antwort beginnt oft nicht bei der Zuneigung, sondern bei der Bewegung deiner Hand. Für dich bleibt es dieselbe freundliche Geste, doch aus Hundesicht verändert sich der Raum. Eine Hand von der Seite lässt sich meist leichter verfolgen als eine Bewegung von oben. Nähert sie sich dem Kopf, verschwindet sie teilweise aus dem direkten Blickfeld deines Hundes. Der Kopf dreht sich dann möglicherweise weg, bevor die Hand überhaupt das Fell erreicht. Das kann eine Reaktion auf Richtung und Nähe sein, nicht auf deine Person. Auch die Stelle der Berührung kann den Moment verändern, obwohl deine Absicht gleich bleibt. Brust- oder Halsseite fühlen sich räumlich anders an als eine Hand über dem Kopf. An Pfoten oder Halsband zeigen manche Hunde eher Wegdrehen, Lecken oder einen Gewichtswechsel. Diese Zeichen erklären noch keine genaue Emotion, machen aber eine Veränderung sichtbar. Ähnlich wirkt es, wenn du dich über deinen Hund beugst oder sehr nahe kommst. Deine Wärme bleibt dieselbe, während der räumliche Druck für ihn zunehmen kann. Auch Dauer spielt eine Rolle, denn angenehmer Kontakt kann nach einiger Zeit weniger passend werden. Ein Hund kann Streicheln zunächst suchen und später den Kopf abwenden, ohne sich zu widersprechen. Sein aktueller Zustand hat sich verändert, nicht rückwirkend der Wert des vorherigen Moments. Schau deshalb auf die Richtung deiner Hand und auf die Dauer des Kontakts. Bewegt sich der Kopf erst weg, nachdem die Berührung den Ort oder die Intensität wechselt? Oder geschieht es bereits, wenn die Hand von oben in seinen persönlichen Raum kommt? So wird verständlich, warum liebevolle Absicht und körperliches Erleben nicht immer deckungsgleich sind. Doch selbst die Richtung deiner Hand erklärt nicht jedes Wegdrehen beim Streicheln. Im Park raschelt etwas hinter euch und dein Hund richtet Ohren und Nase dorthin. Sein Kopf folgt dem Geräusch, während sein Körper locker bleibt und die Atmung ruhig wirkt. Nach einem Blick wendet er sich vielleicht wieder dir oder der Umgebung vor euch zu. Hier kann das Wegdrehen schlicht bedeuten, dass seine Aufmerksamkeit neue Informationen verarbeitet. Gerüche, Stimmen, Schritte und andere Hunde bleiben auch während einer Berührung Teil seiner Welt. Anders wirkt derselbe Kopfwechsel, wenn der Körper gleichzeitig fester und unbeweglicher wird. Die Ohren können seitlich liegen, der Blick weicht aus und das Gewicht wandert nach hinten. Vielleicht leckt dein Hund kurz über die Nase oder unterbricht den Kontakt deutlicher. Solche Kombinationen können darauf hindeuten, dass die Interaktion gerade anspruchsvoller geworden ist. Sie benennen jedoch keine sichere Emotion und liefern auch keine Diagnose über seinen Zustand. Entscheidend ist die Veränderung im ganzen Muster,
nicht ein einzelnes Zeichen auf einer Liste. Manche Kopfbewegungen können zwischen sozialen Partnern dazu beitragen, Spannung früh abzuschwächen. Andere können auftreten, wenn Nähe bestehen bleibt, der Kontakt aber weniger werden soll. Dann bleibt der Hund bei dir, während sein Körper einen Teil des Kontakts abschwächt. Diese Spannung kann auch in Gähnen, Schnüffeln oder einem scheinbar unpassenden Blick auftauchen. Die vertraute Szene bekommt dadurch eine neue Bedeutung, ohne eine feste Übersetzung zu erhalten. Du suchst nicht länger das eine Wort, das jedes Wegdrehen erklären soll. Beobachtest, was unmittelbar davor geschah und welche Bewegung danach folgt. Auch im Körper kann Berührung unterschiedliche Reaktionen auslösen, nicht ausschließlich Entspannung. Bei manchen Formen von Berührung oder leichtem Festhalten wurden zugleich mehr Ausweichsignale beobachtet. Messungen körperlicher Erregung können solche Veränderungen begleiten, verraten aber keine genauen Gedanken. Der wichtige Wechsel liegt deshalb zwischen schneller Deutung und ruhigem Lesen des gesamten Moments. Besonders empfindlich wird diese Frage, wenn dein Hund dich gut kennt und eure Nähe alltäglich ist. Viele Menschen erwarten dann, dass vertraute Berührung automatisch und jederzeit angenehm sein müsste. Doch Vertrautheit hebt Unterschiede bei Ort, Dauer und Intensität des Kontakts nicht auf. Dein Hund kann gern neben dir ruhen und trotzdem auf eine bestimmte Handbewegung reagieren. Er kann deine Nähe suchen, später wegschauen und danach weiterhin im selben Raum bleiben. Sie zeigt nur, dass auch vertraute Beziehungen aus vielen kleinen, veränderlichen Momenten bestehen. Gerade zu Hause übersieht man leise Signale leicht, weil die gemeinsame Nähe selbstverständlich wirkt. Auf dem Sofa wird aus Gewohnheit schnell die Annahme, der Kontakt dürfe einfach weiterlaufen. Doch der Körper deines Hundes reagiert auf den gegenwärtigen Moment, nicht auf eure Beziehungsgeschichte allein. Vielleicht war die erste Minute angenehm, während die nächste Berührung zu lang oder zu nah wird. Vielleicht bleibt er entspannt, solange die Hand seitlich liegt, und dreht sich bei einem Wechsel weg. Auch bekannte Menschen können räumlichen Druck erzeugen, ohne es zu wollen oder überhaupt zu bemerken. Das macht Zuneigung nicht falsch, sondern zeigt die Grenze menschlicher Absicht als einzige Erklärung. Ein vertrauter Hund muss nicht fliehen, um eine Veränderung im Kontakt sichtbar zu machen. Er kann stiller werden, den Blick lösen oder den Kopf in eine andere Richtung nehmen. Diese Feinheit verdient Aufmerksamkeit, ohne daraus einen Beweis für besonderes Vertrauen zu machen. Nähe wird dadurch nicht kleiner, sondern genauer. Sie schließt wechselnde körperliche Vorlieben mit ein. Du kannst den Moment weniger persönlich nehmen und ihn dennoch ernst und aufmerksam beobachten. So kann Vertrautheit Raum für Kommunikation lassen, ohne jede Berührung automatisch zu bestätigen. Am meisten erfährst du oft nicht während des Wegdrehens, sondern in den Sekunden danach. Deine Hand wird still, und für einen kurzen Moment verändert sich der Druck der Situation. Jetzt zeigt dein Hund, wie er den Kontakt in diesem Augenblick weiterführt. Vielleicht rückt er näher, schiebt seine Schnauze unter deine Hand oder lehnt sich wieder an. Vielleicht bleibt er einfach liegen, ohne neuen Kontakt zu suchen und ohne Abstand zu vergrößern. Oder er steht auf und wählt einen anderen Ruheplatz im Zimmer. Keine dieser Reaktionen erklärt deinen Hund vollständig, und die Pause ist kein unfehlbarer Test. Die Pause macht sichtbar, ob sich Nähe, Körperspannung und Aufmerksamkeit erneut verändern. Sie schafft lediglich einen beobachtbaren Zwischenraum, in dem die nächste Bewegung entstehen kann. Auch ein erneutes Anlehnen bedeutet nicht, dass jede Stelle oder jede Dauer angenehm bleibt. Vorlieben können innerhalb derselben Begegnung wechseln, weil auch Aufmerksamkeit und körperlicher Zustand wechseln. Darum darf ein früher genossener Kontakt später weniger passend sein, ohne den ersten Moment zu entwerten. Zu Hause kann diese Veränderung sehr klein sein. Ein weicherer Blick, ein tieferes Ausatmen. Sie kann ebenso deutlich werden, wenn dein Hund aufsteht und seine Entfernung selbst vergrößert. Dann bleibt derselbe Grundsatz hilfreich. Umgebung, Körper und nächste Bewegung gehören zusammen. Wird Berührung plötzlich deutlich anders vertragen oder nur an einer Stelle gemieden, verdient das Aufmerksamkeit. Ein ruhiges Gespräch mit einer Tierärztin oder einem Tierarzt kann dann sinnvoll sein. Nicht wegen einer sicheren Deutung, sondern weil eine neue körperliche Veränderung genauer betrachtet werden sollte. Für den alltäglichen Moment bleibt jedoch etwas Einfaches. Lass die nächste Bewegung dein Bild ergänzen. Wenn dein Hund beim Streicheln den Kopf wegdreht, ist dieser gemeinsame Moment noch nicht abgeschlossen. Vielleicht bleibt er weich neben dir,
Vielleicht sucht er später von selbst Kontakt oder vergrößert die Entfernung. Du brauchst daraus nicht sofort ein endgültiges Urteil über Zuneigung, Vertrauen oder Ablehnung zu formen. Es reicht, die Hand für einen Moment still werden zu lassen und den ganzen Hund weiterzusehen. Manchmal beginnt Nähe genau dort, wo du die nächste Bewegung bewusst bemerkst.